Du kennst das. Die Zwischenfrucht ist ausgesät, top Saatgut, top Sätechnik, das heißt zum Erwarten. Dann kommt ein trockener Sommer, ein trockener Herbst und der Bestand entwickelt sich nicht, das wächst nicht vor, das wächst nicht zurück. Das schaut einfach alles andere als befriedigend aus und am Ende des Herbsts bist du saumäßig unzufrieden und denkst dir aber alles für die Fisch. Ich kann dir aber eins sagen, das Gegenteil ist der Fall. Denn wenn es trocken ist, wenn Pflanzen unter Trockenstress leiden, dann kommt es zu einer Verschiebung der Allokation, dann kommt es zu einer Verschiebung der Biomasse. Und was passiert ist, dass die Pflanzen weniger in oberirdische Biomasse investieren, sondern viel, viel mehr in unterirdische Biomasse. Das heißt, dass du einfach um ein Vielfaches mehr Wurzelmasse hast, wie unter Bedingungen, wo es ausreichend nass, ausreichend feucht ist. Und mehr Wurzelmasse bedeutet am Ende ja viele der Ziele, die man mit der Zwischenfrucht erreichen will, nämlich Bodenstruktur, Bodenbearbeitung. Das bedeutet das Fördern und Füttern des Bodenlebens. Das bedeutet mehr Porenvolumen. Das bedeutet eigentlich dann für die Folgekultur im Frühjahr nächstes Jahr mehr Wasserspeichervermögen und mehr Wasseraufnahmefähigkeit. Das heißt, eine Zwischenfrucht, die im Herbst übel ausschaut, weil es trocken war, weil das an allem gemangelt hat, kann manchmal auch richtig gut sein. Und warum, zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Du hast in deine Zwischenfrucht investiert, du hast in die Saattechnik investiert, du hast versucht, alles bestmöglich zu machen, so schnell wie möglich in den Boden zu bekommen. Wenn dann das Wetter nicht mitspielt, wenn es trocken bleibt, dann wachsen die Pflanzen aber nicht vor und nicht zurück und das schaut übel aus. Wochen für Wochen vergehen und der Bestand entwickelt sich nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das enttäuscht. Ich kenne dieses Gefühl mehrmals schon erlebt, wo ich mir gedacht habe, Alter, ja, was ist da? Wieso wächst das nicht vor und nicht zurück? Ist das alles eine rausgeschmissene Investition? Eigentlich bis ich diese eine Studie gesehen habe. Und zwar ist die aus Deutschland. Und da hat man über mehrere Jahre verschiedene Zwischenfruchtbestände beobachtet, auch Mischungen unter verschiedenen Perspektiven, aber eben auch die oberirdische Biomasse, also den Spross und die unterirdische Biomasse, die Wurzel, analysiert. Und 2016 und 2017, ein Versuchsstand war auch 2015 dabei, hat man eben dann Vergleiche über mehrere Jahre gehabt. Und gerade am Standort Driesdorf war 2016 ein extrem trockenes Jahr und 2017 ein normales Jahr. Und wenn man sich dann anschaut, wie sich der Bestand oberirdisch und unterirdisch entwickelt, dann gehen einem die Augen auf. Ja? Das ist der Zwischenfruchtbestand 2016. Wir haben hier auf der einen Seite die Einzelkomponenten, die einzelnen Balken, also das ist Gelbsinn, Phacelia, Sandhafer, Klee und dann die Mischung. Und was wir sehen, ist 2016 ein extrem trockenes Jahr, das ganz einfach oberirdisch offensichtlich fast nichts gestanden ist. Alles ober der Linie ist die oberirdische Biomasse, alles unter der Linie ist die unterirdische Biomasse, das heißt in Tonnen pro Hektar. 2016 in diesem extremen Trockenjahr in Driesdorf sieht man offensichtlich fast gar nichts vom Sandhafer, ganz wenig vom Klee, ein bisschen was vom Senf, ein bisschen was von der Phacelia, also eine komplette Enttäuschung. Aber eine Erkenntnis aus dieser Studie, die Mischung hat trotzdem am besten abgeschnitten. Die Mischung aus 4 Komponenten hat besser abgeschnitten als alle einzelnen. Unterirdisch wird es aber richtig spannend. Wenn man sich unterirdisch 2016 ansieht, dann sehen wir, dass wir im Vergleich zu 2017, ich versuche das hier nebeneinander zu legen, einfach viel, viel mehr Biomasse haben. Sowohl beim Gelbsenf wie auch bei der Phacelia, wie beim Sandhafer, wie beim Klee und vor allem auch bei der Mischung. Bei der Mischung haben wir ohnehin immer am meisten Biomasse. Im Vergleich zu 2017 hat also das Trockenjahr diese gesamte Biomasse, wenn man so will, von oben nach unten geschoben und hat dafür gesorgt, dass die Pflanze alles tut, unterirdisch Wurzeln zu entwickeln. Ist auch logisch. Eine Pflanze hat am Ende eigentlich nur ein einziges Interesse und das ist, sich selbst zu vermehren. Wenn es trocken ist, wenn also sozusagen Wasser fehlt, dann fehlt es auch an Nährstoffen. Und das ist meistens ein ganz klarer Zusammenhang, nämlich der Stickstoff-Wasser-Zusammenhang. Ja. Üppige, schöne Zwischenfrüchte entwickeln sich, meistens auch ohne Düngung, ohne Stickstoffdüngung sehr, sehr gut. Warum ist das so? Weil es im Sommer, wenn es Niederschlag gibt, hohe Temperaturen im Boden gibt und dieser Niederschlag und diese hohen Temperaturen führen zu einer Mineralisierung, führen also dazu, dass Stickstoff ins System kommt, in die Bodenlösung kommt und die Pflanzen wachsen können. Bedeutet also, dass wir schöne Bestände, Biomassen von 5 Tonnen und mehr pro Hektar erzielen können mit einer Zwischenfrucht, ohne dass wir Stickstoff düngen. Weil es einfach aus dem Wasser kommt, in Kombination mit den Mikroben, die das dann umsetzen, was an Organik im Boden ist. Heißt ja auch im Umkehrschluss, wenn wir keine Zwischenfrucht haben, dass dieser Stickstoff eben zu einem gewissen Grad nach unten verwaschen werden kann.
Wenn es aber trocken ist, und darum geht es ja gerade, dann haben wir einerseits kein Wasser, den Pflanzen fehlt es an Wasser, aber denen fehlt es natürlich auch an Stickstoff, weil einfach das Biom nur dann aktiv ist, wenn es feucht ist, wenn es eine optimale Feuchtigkeit hat. Das heißt, dieser Zusammenhang ist ganz klar. Und was ist die Konsequenz? Die Pflanze denkt sich, okay, ich muss irgendwie versuchen, meine Wurzeln so weit wie möglich nach unten zu bringen, in die Tiefe zu bringen, um alles Mögliche an Nährstoffen zu bekommen. Und genau das ist passiert in Triesdorf 2016 und im Jahr 2017, wo die Niederschläge besser waren, wo das Niederschläge durchschnittlich waren, hat sich diese Biomasse wieder nach oben verschoben. Das heißt, wir hatten dann oberirdisch sehr, sehr viel Biomasse, unterirdisch wenig. Man kann das nicht beeinflussen als Landwirt, wie viel da jetzt wann passiert. Und beides hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Ich habe nicht viel oberirdische Biomasse, aber ich viele, viele Vorteile oberirdisch, ganz klar. Unkrautunterdrückung, Erosionsschutz, die Biomasse, die oberirdisch ist, kommt schneller wieder zurück ins System. Wenn ich unterirdisch mehr Wurzelmasse habe, dann habe ich natürlich die Vorteile, dass ich eben diese Arbeit der Bodenbearbeitung, diese Bodenstruktur, diese Poren, dieses Füttern des Bodenlebens stärker habe. Entscheidend ist aber, dass in beiden Varianten die Effekte der Zwischenfrucht sehr, sehr stark sind. Und warum ist das so? Das liegt eben einerseits daran, dass diese Pflanzen in Stresssituationen ihre Energie nach unten allokieren, das heißt ihre Energie in den Fokus auf Wurzeln legen. Und das liegt auch daran, dass die Pflanzen in ihrer Wurzelarchitektur unter Stress anders reagieren. Das heißt, die Gesamtwurzellänge, wenn man so will, wird länger. Das heißt, die Oberfläche wird größer. Es werden also mehr Wurzeln mit kleinerem Durchmesser gebildet. Das heißt, mehr Oberfläche, um also zu der bisschen Bodenlösung, zu dem bisschen Wasser, zu dem bisschen Nährstoffen, die ich unter diesen trockenen Bedingungen brauche, auch zu kommen. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch ein intensives, tiefes Wachstum, um auch eben in tieferen Schichten die Nährstoffe zu erhöhen. Und was ganz, ganz entscheidend ist, was sich da bei diesem Versuch in Triesdorf oder Asendorf, also in dieser Studie, aber auch in vielen anderen Studien und insbesondere im Jena-Experiment gezeigt hat, sind diese Diversitätseffekte. Das Jena-Experiment ist ein Langzeit-Diversitätsexperiment in Deutschland, in Jena, wo man in Grünland versucht herauszufinden, welchen Effekt hat Diversität auf den Bestand, oberirdisch wie unterirdisch. Das heißt, was ist, wenn ich nur 2 Arten habe, wenn ich nur ein Gras und eine Leguminose habe, was ist, wenn ich 3 Arten habe, was ist, wenn ich Kräuter dabei habe, was ist, wenn ich bis zu 60 Arten habe. Und genau das hat man sich angeschaut. Und einer der Forschungsergebnisse in diesem Jena-Experiment war, dass es einen Diversitätseffekt auch im Zusammenhang der Wurzelmasse gibt. Das heißt, wenn es verschiedene Pflanzen sind, wenn wir also einen diversen Zwischenfruchtbestand haben, dann haben wir im Ergebnis eine höhere Wurzelbiomasse. Es kommt sozusagen zu einem gegenseitigen positiven Beeinflussen. Es kann zum Beispiel passieren, dass Tiefwurzler in der Nacht durch die Verdunstung aus dem Boden sozusagen, nicht durch die Verdunstung, nicht wirklich, aber durch einen hydraulischen Lift Wasser aus tiefen Schichten ziehen und dieses Wasser natürlich auch dann den Flachwurzlern ein Stück weit hilft. Das bedeutet aber, dass dieses Zusammenarbeiten der Wurzeln aber auch in den obersten 10 Zentimetern im Oberboden extrem intensiv ist. Das heißt, wenn ich einen diversen Bestand habe, und da kommt es auch auf funktionelle Gruppen an, das heißt, es ist nicht so, dass es, wenn ich jetzt nur verschiedenste Leguminosen habe oder verschiedenste Kreuzblütler habe, sondern wenn ich eben verschiedenste Familienarten kombiniert habe, im Jena-Experiment Gräser, ganz, ganz, ganz wichtig, versuchen wir auch in den Zwischenfrüchten natürlich, Gräser, Leguminosen, Kräuter kombiniert habe, dann habe ich diesen Diversitätseffekt mit mehr Biomasse und das konnte man natürlich auch hier in Triesdorf 2016 und 2017 sehen, wo die unterirdische Biomasse beim Mix, und da waren es nur ein 4er-Mix, also bei einem Mix, der noch diverser ist, ist der Effekt wahrscheinlich noch größer. Aber das sind jedenfalls bei diesem Mix immer am meisten unterirdische Wurzelmasse, aber auch oberirdische Biomasse entstanden ist. Okay, wir haben also einen Diversitätseffekt, der unter Trockenstress diese Wurzelmasse, diese unterirdische Wurzelmasse fördert, die Biomasse insgesamt steigert. Und die Zusammenfassung, das Conclusio aus diesem Video ist, wenn es richtig trocken ist und die Zwischenfrucht nicht wächst, wenn du unzufrieden damit bist, dann denk immer dran, unter der Erde passiert eigentlich die wahre Magie. Da passiert gerade das, was wir eigentlich wollen, nämlich unterirdische Biomasse, viel Wurzelmasse. Denn am Ende sorgen die Wurzeln für das 5-fache an langfristig stabilen Kohlenstoff im Boden im Vergleich
zu der oberirdischen Biomasse. Das heißt, das, was man nicht sieht, sorgt langfristig für einen viel, viel höheren Humusaufbau als das, was man sieht. Und Humusaufbau letztlich ist ein Indikator für Bodenfruchtbarkeit, ist am Ende dafür verantwortlich, dass wir mehr Wasser speichern können, dass wir mehr Wasser später unter Stresssituationen zur Verfügung haben, weil sie das Bodenleben füttern können. Also viele, viele Vorteile. Auch mit einer Zwischenfrucht, die vielleicht oberirdisch nicht schön ausschaut, weil es an Stickstoff fehlt, weil es an Wasser fehlt. Aber sei trotzdem zuversichtlich, du hast das Richtige getan. Ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.